Hannover Messe 2025 vom Stand Metelligent, in dem Fall Metelligent Nititec. Yannick Görgen, was gibt es Neues in diesem Jahr? Herzlich willkommen von meiner Seite auf der Hannover Messe. Wir zeigen Ihnen Antriebe auf Basis von Formgedächtnislegierungen. Das sind elektrisch betriebene Aktoren, in dem Fall, wie Sie hier sehen, sehr, sehr dünne gebündelte Drähte, hier 100 Mikrometer im Durchmesser. Wenn wir die elektrisch aktuieren, das heißt bestromen, dann kontrahieren diese Drähte und können extrem hohe Kräfte aufbringen. Das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, diese Drähte, die 1 Gramm wiegen, können eine Kraft von 50 bis 60 Newton aufbringen. Das Ganze können wir wunderbar skalieren, sowohl nach oben in den Kilonewton-Bereich, wie Sie hier sehen, dann kann ein Bündel so aussehen wie hier gezeigt. Wir haben wesentlich mehr Drähte, die sind auch dicker, das können wir aber auch nach unten skalieren. Wie hier dargestellt. Das ist winzig. Sehr, sehr klein, ja. 2 Drähte parallel. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht auf der Kamera. Ja. Und das ermöglicht es uns einfach auf die Anforderungen jeglicher Systeme zu reagieren und unsere Antriebe entsprechend auszulegen, sodass sie den Anforderungen der Systeme gerecht werden. Und was kann man jetzt damit machen? Was Sie hier sehen, ist ein rotatorisch betriebener Antrieb. Der Antrieb selbst ist hier oben in Rot dargestellt und der bewegt eine blaue Klappe hier unten in dem schwarzen Gehäuse. Was wir hier realisieren können, ist, dass wir diese Klappe in verschiedenen Zwischenpositionen, wie Sie jetzt hier sehen, halten können und das stromlos und wie Sie sehen, extrem schnell bewegen können. Der Antrieb selbst wiegt ca. 17 Gramm. 17? 17 Gramm und ist im Vergleich zu Elektromotoren für solche Anwendungen, die 250 Gramm wiegen, entsprechend viel, viel leichter. Außerdem spart dieser Antrieb ca. 60 bis 70% des Bauraums von alternativen Elektromotoren. Ein weiterer schöner Vorteil ist, dass diese Antriebe geräuschlos agieren. Wie ist es mit Missuse? Ich weiß von den Ausströmerklappen, da greift man ja gerne rein und verstellt die. Es gibt Kunden, die möchten sogar, dass man die manuell verstellen kann und andere sind sehr traurig, wenn man reingreift, weil was zerbrechen kann. Wie ist denn das hier? Das ist bei uns in Antrieben gar kein Problem. Wie Sie sehen, ich kann diesen Antrieb verstellen, ich zerstöre ihn nicht. Er verfährt jetzt einfach weiter auf diese Position, auf die er vorher eingestellt wurde. Das heißt, unsere Lamellen brechen nicht, unser Antrieb blockiert nicht, wie es normale Elektromotoren tun. Das heißt, wir haben den großen Vorteil, dass wir sowohl mechanisch als auch elektrisch dieses System bedienen können. Der Einsatz ist zum Beispiel im Innenraum vom Fahrzeug die Personenanströmer. Und hier reden wir über 8 bis 16 Stück, je nach Fahrzeug, und können damit, wie eben gesagt, mit den Gewichtseinsparungen entsprechend 1 bis 2 Kilo einsparen. Das ist super spannend. Herzlichen Dank, Yannick Görgen von der Hannover Messe 2025 mit Metelligent Nititec. Vielen Dank.